Hallo und herzlich willkommen auf dem Kanal Motorart. Hier in diesem Video geht es um allgemeine Kauftipps für ein gebrauchtes Motorrad. Hier haben wir ein Beispielmotorrad und zwar die BMW F900R, an der ich euch zeigen möchte, worauf es zu achten gibt bei einem gebrauchten Motorrad vor dem Kauf. Das Motorrad stellen wir separat in einem anderen Video vor. Wer das nicht verpassen möchte, einfach den Kanal abonnieren. Zum Besichtigungstermin würde ich euch empfehlen, ein paar Sachen mitzunehmen. Zum Beispiel ein Nanometer, um den Luftdruck zu prüfen, weil wir wissen ja nicht, wie lange und wo die Maschine stand, damit wir eine sichere Probefahrt absolvieren können. Und eine Bügelschraube zum Prüfen der Bremsscheiben. Weiteres dann im Video. Und ein Überbrückungskabel oder ein Booster, um die Maschine zu starten, falls die Batterie leer ist, weil manchmal macht man 300 Kilometer und man kriegt die Maschine nicht gestartet. Nehmt bitte ein Reifenprofil-Tiefenmesser mit. Je nachdem, was das für ein Fahrzeug ist, was für ein Baujahr das ist, ob man das Fahrzeug auslesen kann oder nicht, empfiehlt sich auch ein Diagnosetester mitzuführen. Entweder kaufen, ausleihen. Und natürlich eine Taschenlampe darf nicht fehlen. Alle Kauflinks unten in der Videobeschreibung. Checkt das mal bitte ab. Sobald wir bei der Maschine angekommen sind, machen wir als erstes eine Sichtprüfung. Achtet bitte auf Kratzer, auf Beschädigungen, zum Beispiel an Lenkerenden, dann hier unten an der Gabel. Quasi so ein bisschen allgemeiner Zustand, ob das Fahrzeug gut gepflegt wurde. Achtet mal bitte drauf, dass an den Rahmen selber keine Schweißarbeiten durchgeführt wurden, weil das ist verboten in Deutschland und wird nicht gerne vom TÜV gesehen. Ja, achtet mal auf die Anbauteile, ob die alle ein E-Prüfzeichen haben oder eine KBA-Nummer, weil dadurch kriegt ihr auch Probleme im Straßenverkehr mit der Polizei. Nach der Sichtprüfung nehmt ihr euch bitte den Fahrzeugschein und vergleicht dort drinnen stehende Fahrgestellnummer mit dem Typenschild am Fahrzeug. Bei diesem Fahrzeug befindet sich das Typenschild hier vorne. Das variiert natürlich bei verschiedenen Fahrzeugen und Herstellern, befindet sich das Typenschild irgendwo an den Rahmen, am anderen Platz. Achtet mal bitte drauf in den Fahrzeugschein auf die Reifengröße, die das Motorrad haben muss. In manchen Fällen ist es so, dass nur bestimmte Reifen eines Herstellers auf eine Maschine draufgezogen werden dürfen. Und bitte darauf achten, dass alle Umbauteile, die am Fahrzeug verbaut wurden oder verändert wurden, eingetragen sind. So, fangen wir mal hinten an den Reifen an. Achtet mal bitte auf die Lauffläche hier, dass es nicht zu gerade abgefahren wird oder ist, weil man sonst in den Kurven so einen Kippmoment hat und das fühlt sich unsicher an. Die Reifengröße steht hier an der Seite. Vergleicht die mal bitte mit der Größe, die im Fahrzeugschein eingetragen ist, ob das die richtige ist. Das Alter der Reifen findet man auch hier an der Seite. Das ist die DOT-Nummer, 16. Woche, 2023. Jahr. Wir achten bei dem Reifen, dass der Luftdruck stimmt. Die Maschine wird jetzt zum Beispiel hinten auf 2,9 Bar gefahren und vorne 2,5 Bar. Aber achtet mal bitte drauf, was der Hersteller vorgibt. Wichtig bei einem Reifen ist natürlich auch die Profiltiefe. Die Mindestprofiltiefe beträgt beim Motorrad, wie bei Pkw auch, 1,6 mm. Bei 3 mm ist es empfehlenswert, den Reifen schon zu wechseln. Und kleinkrafträdrige Fahrzeuge, wie so eine 125er zum Beispiel, bei der ist das Mindestmaß 1 mm. Der Reifen sollte nicht älter als 6 Jahre sein. Achtet mal bitte drauf, ob die Felge irgendwie Beschädigungen hat. Ob das eine Originalfelge ist, wenn das eine Zubehörfelge ist, ob die im Fahrzeugschein vermerkt ist und ob sie überhaupt auf das Fahrzeug drauf darf. Achtet mal bitte drauf bei einer Drahtspeichenfelge, dass die Speichen alle fest sind und nicht einfach so in der Felge locker rumhängen. So, jetzt kommen wir zum Kettensatz und hier ist zu beachten ist, dass die Kette gut geschmiert ist, gepflegt ist. Hier hinten, dass man die Kette quasi nicht wegziehen kann, weil sonst wäre er quasi zu lang gezogen oder verschlissen. Hier am Zahnrad müssen wir gucken, dass die Zähne quasi nicht zu sehr so abgenutzt sind,
sondern immer noch rundlich sind. Worauf man noch achten sollte, ist halt, ob die Kette gut gespannt ist. Die Kette muss ein gewisses Spiel haben, sie darf nicht zu stramm angezogen werden. Sie muss ein Spiel von 2,5 bis 3 cm haben und dann ist die Einstellung korrekt. So, jetzt gehen wir auf die andere Seite und schauen uns mal die Bremsscheibe an, ob die Riefen hat oder eingelaufen ist, ob die Bremsklötze noch vernünftig sind. Wenn das Fahrzeug ein ABS-System hat, ob dieser Ring intakt ist, dann wegen der Bremsleitung, ob die porös ist, was für eine Bremsleitung überhaupt verbaut ist, ob das eine Zubehör ist oder eine Stahlflex, weil die müssen eingetragen werden. Bitte darauf achten. Hier hinten können wir nochmal das Radlager prüfen. Das Motorrad muss einmal hoch. Hier ist ein Mittelständer bei dem Motorrad. Und wenn kein Mittelständer vorhanden ist, dann muss man sich einen Kollegen dabei nehmen, der das Motorrad so ein bisschen auf dem Hauptständer zur Seite drückt, und damit der Reifen frei drehend ist. Und mit solchen kurzen Bewegungen hin und her kann man quasi das Radlager prüfen. Das hat hier kein Spiel. Sollte man bei diesen kleinen Bewegungen, die man hin und her so macht, ein kleines Spiel spüren, muss das Radlager neu. Jetzt sind wir hier beim Auspuff angekommen. Hier ist ein Zubehörauspuff verbaut. Wenn ein Zubehörauspuff verbaut ist, bitte darauf achten, dass er ein E-Prüfzeichen hat, dass er für den Straßenverkehr zugelassen ist. Und darauf achten, wenn der Auspuff einen Dezibelkiller hat, also ein dB-Iter, dass er auch da drinnen verbaut ist. So, jetzt sind wir bei dem Motor angekommen. Bitte darauf achten, dass keine Undichtigkeiten zu sehen sind, sei es da unten bei der Ölwanne oder hier vorne bei der Wasserpumpe. Da muss alles schön trocken sein. Ja, oder hier oben bei dem Ventildeckel sollte auch natürlich alles trocken sein. Von der Seite kann man noch so ein bisschen den Wasserkühler sehen. Da sollten keine Beschädigungen sein oder ähnliches. Und sollte natürlich auch alles trocken bleiben und sein halt. Bitte auf die ganzen Flüssigkeiten drauf achten. Hier Bremsflüssigkeit, auf den Zustand und Füllstand. Hier vorne aufs Kühlwasser, also auf die Kühlflüssigkeit. Der Füllstand muss passen. Und die Flüssigkeit an sich halt darf nicht zu schmuddelig quasi aussehen. Auf den Ölstand, also natürlich auch darauf achten. Hier bei der Maschine muss man wieder ums Motorrad rumgehen, um den Füllstand zu gucken. Aber wie gesagt, bei jedem Motorrad ist das individuell, wie man die Flüssigkeiten prüft. Manche Motoren haben hier so ein Schauglas quasi für das Öl. Da kann man gucken, was für eine Farbe das Öl noch hat und was für ein Füllstand das ist. Natürlich sollte die Maschine gerade stehen und für Kontrolle des Öls sollte die Maschine im betriebswarmen Zustand sein, wie auch bei der Kühlflüssigkeit. Hier an der Schwinge können wir auch dieses Schwingenlager mal testen, indem der Reifen wieder oben ist und wir mit solchen ruckartigen Bewegungen die Schwinge mal hin und her bewegen. Aber hier ist kein Spiel in den Lagern. Also ist alles super. Hier sind wir hier vorne beim Reifen. Hier geht das Gleiche, was hinten gesagt wurde. Bitte darauf achten, auf die Bremsbeläge, dass da noch genügend drauf ist. Auf die Bremsscheibe, dass sie nicht eingelaufen ist. Dass sie nicht unter dem Mindestmaß ist. Das Mindestmaß ist meistens hier vorne auf der Bremsscheibe eingestanzt. Dafür haben wir auch die Bügelschraube, um das zu testen. Ja, dann achten wir mal bitte auf die Schläuche, genauso wie hinten, ob die irgendwie porös sind, wenn die nachgerüstet sind, ob die eingetragen sind, ob die überhaupt eine KBA-Nummer oder eine E-Nummer haben. Bei der Maschine ist jetzt alles original. So, da wir schon sowieso hier vorne sind, gehen wir mal auf die Gabel zu. Bitte darauf achten, dass das Tauchrohr sauber ist, ohne Beschädigung, ohne Rost, da das sonst immer wieder die Simmerringe kaputt machen würde. Und mit einem trockenen Tuch wäre es ratsam, einmal die Tauchrohre beidseitig abzuputzen und die Maschine im Stand 2-3 Mal schön einfedern lassen
um zu sehen, ob das dann auch trocken bleibt und ob die Simmerringe intakt sind. Vielleicht, wenn ihr das mit dem Verkäufer abspricht, Staubmanschetten mal runterziehen, um zu schauen, in welchem Zustand die Simmerringe sind. Das müsst ihr natürlich aber mit dem Besitzer des Fahrzeugs absprechen, ob das für ihn okay ist. So, hier sind wir hier vorne beim Lenkkopflager und hier ist ganz wichtig, der Vorderreifen muss in der Luft sein und ganz einfach zu prüfen ist halt, ob das Lager irgendwie einen schon weg hat, indem wir ganz vorsichtig halt so ein bisschen hin und her das Lenkrad bewegen. Und wenn da irgendwie eine Raststelle ist, dann ist es meistens schon ein Anzeichen, dass das Lager gewechselt werden muss. So, es gibt noch eine zweite Möglichkeit, wie man gucken kann, ob das Lenklager defekt ist oder auch nicht. Man drückt halt vorne hier die Bremse und versucht die Maschine so ein bisschen nach vorne und nach hinten so ein bisschen ruckartig hin und her zu bewegen. Und wenn man hier kein Spiel merkt, ist logischerweise das Lenkkopflager in Ordnung. Und sollte hier Spiel sein, ist es defekt. So, hier ist der Lenkanschlag und den bitte auch mal prüfen. Weil sollte die Maschine gefallen sein, ist das hier, das Aluminiumstück, bestimmt beschädigt. Das kommt auch nur vom Sturz. Man kann das im Stehen mit Hin- und Herbewegen nicht so deformieren, als wie wenn man gestürzt ist. Bitte darauf achten. So, kommen wir jetzt zum Kombigerät, zum Tacho. Bei den neueren Maschinen, so wie bei der, ist ein TFT-Bildschirm verbaut. Bei der könnt ihr auch gucken, ob die einen Fehlercode geschmissen hat oder nicht. Aber bitte gleich nicht wundern, dass ABS und Traktionskontrolle leuchten oder blinken, weil die gehen nur während der Fahrt aus. Schauen wir mal einmal. Das meine ich. Und die gehen nur während der Fahrt aus. Ansonsten, wie zu sehen ist, keine Fehler. Achtet mal drauf bitte, dass die anderen Kontrollleuchten angehen und dann auch ausgehen müssen. So wie hier. Zack. So, als nächstes nehmen wir uns das Checkheft vor und schauen, ob alle Serviceintervalle eingehalten wurden. Schön wäre es natürlich, wenn die auch per Rechnung belegt werden können, weil es gibt auch sehr viele schwarze Schafe, die das alles abstempeln, aber an der Maschine leider nichts gemacht wurde. Zu eurem Vorteil wäre natürlich, wenn die Maschine noch TÜV hat, weil beim Kauf einer Maschine denkt man nicht oft drüber nach oder vergisst das mit einzukalkulieren. Das sind alles versteckte Kosten und die müssen alles nicht sein. Sollte es zu einem Kauf gekommen sein, bitte darauf achten, dass ihr für die Zulassung des Fahrzeugs den Fahrzeugschein, den Fahrzeugbrief, den letzten TÜV-Bericht und die EVB-Nummer der Versicherung, für die ihr euch entscheidet, braucht. Und natürlich alle Schlüssel des Fahrzeugs. So, kommen wir zum Ende des Videos. Ich hoffe, es hat euch gefallen, wird euch weiterhelfen. Falls ihr noch Verbesserungsvorschläge habt, bitte unten in die Kommentare schreiben. Das Motorrad wird im nächsten Video speziell vorgestellt. Also, liken, abonnieren, damit ihr das Video nicht verpasst. Allzeit gute Fahrt. Bis zum nächsten Mal. Ciao.